Willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es eine DSDS Fußballer-Edition. 2 Kicker, 2 komplett verschiedene Welten. Der größte Traum schlagartig beendet. Ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt. Ich hatte nur schlechte Laune, war traurig halt. Als erstes haben wir Sven. Selbstbewusst, ein bisschen zu eitel, hält sich für den Star auf jedem Platz. Aber ob er das auf der Bühne genauso liefern kann oder ob er hier komplett baden geht, das seht ihr gleich. Und danach kommt die Überraschung des Tages. Santo kommt mit der ganzen Familie, hat den Sprung in den Profifußball nur ganz knapp verpasst und genau das hat ihn zur Musik gebracht. Also ich war damals 15. Ich durfte noch nicht in der ersten Mannschaft spielen. Und was er heute hier abreißt, sprengt jede Erwartung. Viel Spaß mit dem Video, lasst ein Abo da, viel Spaß. Und wir springen in Staffel 15, meine Damen und Herren, und rein in den ersten Auftritt für heute. Mein Name ist Sven Lichtenborg, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Trebur. Yeah, man. Ja, im wahren Leben bin ich quasi dualer Student bei der Firma Opel und mache da nebenbei meinen BWL Bachelor of Arts und ja, mit dem bin ich dann nächstes Jahr fertig. Aber er hat noch ein Online-Leben oder wie soll man das verstehen? Ich bringe sehr, sehr viel Freizeit damit, Musik zu machen. Das hinter mir, das ist mein Programm, also mit dem mache ich Musik. Meine Gitarre spiele ich ja auch teilweise eben die Instrumente ein. Mit dem Mikro singe ich ein, also ich produziere eigentlich meine eigene Musik. Viel beschäftigt also. Hast du da überhaupt noch Zeit für die Liebe? Nee, momentan habe ich keine Freundin, also ich bin Single zurzeit. Oder ist dir vielleicht einer der gut aussehenden Jungs lieber? Nein, ich bin heterosexuell, also ich habe keinen Freund, keine Freundin mehr. Alles klar, Verrückt, was da für Fragen auch in der Vorstellung gestellt wurden. kann man ja mal fragen. Und sonst so? Ja, kann man fragen, ja. Also ich würde behaupten, dass mich auszeichnet, dass ich sehr authentisch bin. Ja, also man kann schon sagen, dass ich schon so ein bisschen eitel bin. Ich rasiere mir nicht die Beine, nein. Er nimmt Caroline, also setzt er so mäßig auf seinen Charme, dass sie ihn ganz gut findet, aber weiß ich nicht. Ich werde Superstar, weil ich Leute mit meiner Musik begeistern kann. Hallo. Hallo. Hi. Merkst du was? Oh ja, habe ich mir extra ausgesucht, habe ich schon gewusst, habe ich erahnt. Krass. Nein. Schau mal den Namen an, guten Tag. Hi. Freut mich. Hallo Sven. Guten Tag. Hi. Eiskaltes Händchen. Nee, nein. Habt ihr euch nicht abgestimmt? Nee, wir haben uns nicht abgestimmt. Das ist die Farbe des Tages. Ganz genau. Nee, ich trage einfach gerne blau, deswegen habe Ich das auch. jetzt angezogen, ja. Also mein Name ist Sven Lichtenborg, ich bin 21 Jahre alt, ich komme aus der Nähe von Rüsselsheim, aus Astheim. Ich mache normalerweise ein duales Studium bei Opel als Industriekaufmann und studiere BWL in Mainz. Und ja, was ich noch so mache... Was machst du, so ein duales Studium oder was ist das? Genau, ein duales Studium, also ausbildungsintegriert. Das heißt, ich habe angefangen gleichzeitig mit der Ausbildung und dem Studium, habe die Ausbildung jetzt schon abgeschlossen und das Studium geht jetzt noch 2 Semester lang und dann bin ich durch, ja. Und ich spiele gern Fußball und ja, das, was ich natürlich momentan am liebsten mache, ist Musik. Danke. Er spielt Fußball, er ist Fußballer. Er ist in seinem Verein da im Dorf, bestimmt spielt er da. Also, er ist nicht nur im Kicken, sondern er spielt auch in einem Verein. Das habe ich direkt gedacht. Ja gut, obviously, weil er in dieser ersten Sequenz, als er Musik gemacht hat, einen Trainingsanzug anhatte. Und so ein Dings mit SV Altenburg oder was da stand. Okay. War's unglaublich. Er hat wieder große Erkenntnisse gemacht. Okay, was willst du für uns singen? Ich möchte für euch singen I Like Me Better von Love. Schön. Ja. To be young and in love in New York City. To not know who I am, but to know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight in the morning, coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stay for a long time, 'cause I like me better when I'm with you.
I know what it is, but I got that feeling. Waking up in this bed next to you, swear the room, yeah, got no ceiling. If we lay, let the day. Okay. Nee, fand ich gut. Es ging bei mir jetzt nicht unter die Haut. Ist vielleicht auch dem Song geschuldet. Aber sympathischer Kerl, coole Ausstrahlung. Hat, finde ich, gut gesungen. Also ich habe ihm gerne zugehört. Ja, vielleicht noch Outfit switchen und dann läuft's. Deine Stimme ist so Standard, ja. Also du gehst hier raus, ich habe dich vergessen, da bin ich ganz ehrlich, ja. Das könnte aber auch irgendwie dein Sohn sein, finde ich. Der? Ja. Der sieht so ähnlich aus wie einer von meinen 4 Söhnen. Mus? Sven. Jo. Ein kleines Jahr. Ich schaue dich gerne an. Du hast auch die richtige Farbe gewählt heute. Aber gesanglich ist es tatsächlich für mich einfach nur durchschnittlich. Die Stimme halt, ne? Die ist halt nicht markant. Aber gesungen hat er es gut. Die Stimme ist halt einfach so ein bisschen an hier und da ein bisschen dünn gewesen und halt durchschnittlich. Für mich reicht es nicht. Ich find's also trotzdem, wir sind hier bei DSDS und ich finde, dafür hat's dicke gereicht. Der Typ hat ja auch Ausstrahlung und so. Ja, also ich würde dir eine Chance geben. Wer von beiden ist Caroline? Die Junge, ne? Die jetzt gerade Ja gesagt hat, ne? Oder? Also, habe ich jetzt die ganze Zeit gedacht. Was ist das? Du bist Ja, ne? Mus? Ja. Und Ja. Caro? Ja. Nee. Boah! Das ist das erste Mal, dass Dieter gerade nicht weiß, ob er Ja oder Nein geben soll. Jetzt bin ich gespannt. Na komm, Ja. Ja. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Sympathiefaktor hast du. Total. Ich gebe auf jeden Fall Gas, weil Ja, nur musst du durch auch. meinen. Aber pass auf, aber Soundpaket hör auf mit diesem drin bleiben. komischen... Ich finde immer so tanzen, Ja. das ist so eine Sache, weißt du, Entweder man kann es oder man kann es nicht. nee, entweder, weißt du, da kommt sowas rüber beim Tanzen, ja, das ist natürlich subjektiv, ja. Klar. Sven, Arbeite an deinem Gesang. wir sehen uns. Mach ich auf jeden Fall. Vielen Vielen lieben lieben Dank, ja. Stark, Dankeschön. Ja gut, klar, ich bin weiter. Ich möchte aber auf Dauer, also soll schon die Stimme auch entscheidend sein, ne? Und nicht nur mein Äußeres. Ja, ich freue mich extrem, dass ich weiter bin, ist klar. Und ja, meine Mom, die wollte auch unbedingt dabei sein und sowas. Und deswegen, ich hab's geschafft, Mann. Sven ist ein super leichter Typ, also der kommt einfach total freundlich rüber und sieht gut aus, kommt anscheinend bei den Mädchen auch gut an. Und das ist natürlich nicht unwichtig bei dieser Sendung. Unwichtig, also, ne, ich erinnere mal an manche DSDS-Gewinner, auch der allein in der ersten Staffel, der Alexander Klavs damals, der hat doch auch nur gewonnen, weil die Mädels für ihn angerufen haben. Also, der konnte auch singen, keine Frage, aber es ist auch wichtig bei Star Appeal. Also, Justin Bieber ist ein begnadeter, guter Sänger, aber wenn er nicht so ein Lady-Magnet wäre, dann wäre seine Fanbase auch ein bisschen kleiner. Also, das ist nicht ganz korrekt. Also, das ist schon, das gehört zum Superstar-Sein ein bisschen dazu, dass man halt auch so, ja, Zuschauer an sich bindet, Leute an sich bindet. Und eben gut aussehende Typen machen das halt eben so, ne? Weil das Fangirl-Behavior ist auch noch immer ein bisschen extremer als das Fanboy. Also, ne, Mädels, die halt einen männlichen Sänger richtig gut finden, die sind immer ein bisschen mehr into it. Vor allem so Teenager als andersrum. Als Jungs bei Mädels. Ja, deswegen sind ja auch bei DSDS ein großer prozentualer Satz männliche Gewinner, ne? Neujurorin Ella Endlich. Seit fast 20 Jahren steht die Sängerin aus Berlin bereits im Rampenlicht. Mit 14 Jahren habe ich meinen ersten Plattenvertrag. Okay, das ist Ella Endlich, ja, dann lag ich richtig. Dann war Caroline die Junge. Dann hat er sogar gut ausgewählt, weil die Caroline hat ja ein Ja gegeben, sie ein Nein. Ich hätte am Anfang gedacht, dass sie als Joker smarter gewesen wäre, aber habe ich mich geirrt anscheinend. Die Castings in Frankfurt hielten für die Jury bereits einige Überraschungen bereit. Er könnte die nächste sein. Mein Name ist Santo Rotolo, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Kassel und Musik ist für mich alles. Ich will bei Deutschland sucht den Superstar mitmachen, weil ich meine Musik mit anderen Leuten teilen möchte. Das ist wirklich eine Leidenschaft, das ist einfach alles für mich.
Mir ist Familie sehr wichtig, weil die Familie halt immer für einen da ist, immer Unterstützung gibt und am Ende des Tages bleibt halt nur die Familie und das ist das, was zählt. Una, due, tre, forza, olé! Olé! Die Musik war zu Beginn aber nicht Santos größte Leidenschaft. Fußball. Zur Musik bin ich aus einem ganz anderen Grund eigentlich gekommen. Ich habe Aber den zweiten Fußballer. früher Fußball gespielt. Also ich war damals 15. Ich durfte noch nicht in der ersten Mannschaft spielen. Und dann haben die gesagt, noch ein Jahr und dann kannst du hoch in die Liga und verdienst du dein Geld mit Fußball. Ja, und dann war das letzte Spiel der Saison und dann wurde ich von 2 Stück umgegrätscht und dann war es vorbei. Von 2 Stück umgegrätscht. Von 2 Gegenspielern. Also okay, er hat sich verletzt, ansonsten wäre er jetzt Fußballprofi und würde Millionen verdient. Der größte Traum schlagartig beendet. Ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt. Ich hatte nur schlechte Laune, war traurig halt, Das 1 Million darf auch nicht fehlen. weil mir etwas gefehlt. Und dann habe ich angefangen mit der Musik. Und von da an ging Ich mache nur Spaß, Freunde. es für Santo wieder bergauf. Für mich ist es irgendwie eine Medizin und ich wollte das auch an die Leute weitergeben. Vielleicht gibt es Leute, die selber so einen Schicksalsschlag erlitten haben irgendwie. Und das, was ich habe und was ich kann, teile ich gerne mit anderen Menschen. Also kannst du froh sein, dass du uns nicht siehst, also dass wir nicht in einem Raum Ja, das sind. ist gut, dass du das sagst. Hier wird gezittert auf der anderen Seite. Ja. Santo, wir erwarten dich. Also ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und ich bin positiv. Also ich glaube schon, es kann klappen, auf jeden Fall. Freunde, ganz kurz, bevor ich das vergesse, denkt auch noch gerne in der Beschreibung, erster Link, geht's noch zu meinem Merch Reste Weihnachtsschlussverkauf. Falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, gibt's hier coole Sachen, hängen auch im Hintergrund und zu jeder Bestellung mit mehr als 2 Teilen gibt's noch ein Margang Gymbag mit dazu. Deswegen schaut einfach mal rein, vielleicht ist was für euch dabei. Wie gesagt, Preise sind crazy, 50% auf alles. Ich persönlich denke, dass er das Talent dazu hat. Wenn man überlegt, er hat mit so einer Karaoke-Box in seinem Zimmer angefangen. Jeden Tag da am Singen. Das macht einen schon stolz. Ne? Hallo, ich bin Santo und ich werde der neue Superstar, weil ich frischen Wind mit nach Deutschland bringe. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Hi. Mein Name ist Santo Rotolo, ich bin 21 Jahre, komme aus Kassel und mache zurzeit eine Ausbildung als Speditionskaufmann. Und zur Musik bin ich gekommen durch einen Unfall beim Fußball. Meine Knie wurden mir kaputt gemacht, ich durfte leider nicht mehr spielen. Also Fußball hast du relativ professionell gemacht dann. Ja, also ich sollte hoch in die erste Mannschaft, also Profi noch nicht, Bei welcher Mannschaft hast du gespielt? bei BC Sport in Kassel. Und ja, BC Sport, ist es die erste also die stärkste Mannschaft aus Kassel oder welche Liga spielt überhaupt die stärkste Mannschaft in Kassel? dann war Weil Kassel ist ja nicht so klein. für mich halt so, ist eine Welt zusammengebrochen. Weil ich Es gibt ja noch so Mädchen und so. ja gut, ja, Freundin habe ich auch, ja. Aber Fußball war halt so eine Leidenschaft von mir. Mehr als Mädchen, ja? Mehr als Mädchen sogar, Ehrlich? ja, ja. An erster Stelle Fußball und dann Mädchen. Dann waren erstmal die Mädchen. Also ich war ganz lange nur mit Fußball beschäftigt, also gar keine Zeit irgendwie für Freundin oder sowas. Und ja, Ja, also ich will das nicht kleinreden, ne, aber er hat in der zweiten gespielt und ihm wurde versprochen, dass er in die erste hochgeholt wird, dass er denn da Startelf spielt. BC Sport Kassel, keine Ahnung, Alter, wo spielen die denn? Also, ich habe selber lange Fußball gespielt, deswegen interessiert es mich einfach. Ich will das nicht kleinreden, nicht falsch verstehen. Tatsächlich, BC Sport Kassel erfolgte der weitere Abstieg in die Kreisoberliga Kassel. Die spielen in der Kreisoberliga. Also es ist unter Verbandsliga. Weiß nicht, ob man da Geld verdient, also nicht viel auf jeden Fall. dann habe ich angefangen mit der Musik, weil ich echt in so ein Loch gefallen bin. Ich wusste nicht, wie ich das verarbeiten sollte. Und die Musik hat mir da rausgeholfen. Wow. Das ist eine schöne Geschichte. Okay. Also, Was willst du mal werden, wenn du groß und stark bist dann? Gerne Sänger, das wäre mein Traum. Und was hast du für uns vorbereitet, Santo? Ich habe von Ed Sheeran Perfect habe ich vorbereitet. Wow, das ist mein Lieblingstitel im Moment. Echt? Oh, Ja. dann Ja, also, muss ich mich den habe ich aber anstrengen. jetzt schon, sag ich mal, ein paar Mal gehört, ne? Okay. Also ich finde eine Mega-Nummer mit einer Mega-Stimme. Ja, Ed Sheeran, der ist wirklich schon gut. Ja, Der aber die gefällt mir Nummer, auch. die ist wirklich geil, ja. Ja, Wow, wenn du die hinkriegst, also ich hoffe es. Ich gebe mein Bestes. sagen die immer alle. Ja, Okay, bin gespannt. Dankeschön. Aber hätte ich auch genauso gedacht.
Boah, ich habe gerade Schiss gehabt, dass ich die Aufnahme beendet habe. Ich gebe mein Bestes, sag ich auch immer so. Wenn jemand sagt, ey komm, leg dich ins Zeug und dann mach mal weiter. Ich war jetzt letztens bei meinem ersten Spinning-Kurs. Ich wollte einfach mal Spinning ausprobieren, keine Ahnung. Dann sagt auch einer so, ey, das ist dein Ziel, da musst du irgendwann hin, weil so einer irgendwie da, keine Ahnung, 10.000 Kilokalorien verbrannt hat. Das wurde irgendwie so getrackt von jedem mit Teilnehmenden. Und dann meinte er zu mir, da musst du auch bald hin. Und dann sage ich auch so, ich versuche mein Bestes. Ist halt eine bescheidene Antwort so. Keine Ahnung, warum ich euch jetzt diese Story erzählt habe, aber... I found a love for me, and darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I would not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're whole to mine. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you say you look a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, darling, you look perfect tonight. Ja, Emotionen kochen hoch. Ja, das könnte echt sein Leben verändern und vor allem könnte langsam anfangen, seinen Traum zu leben und ja. Stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I share it all. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all. Okay. Also die haben da Post-Production-mäßig wieder ein bisschen was gemacht. Also man hat das, da war was drauf auf der Stimme auf jeden Fall. Irgendwie bei manchen Kandidaten machen die das mehr und bei manchen weniger und bei manchen, wo die es vielleicht auch schlechter darstellen wollen, machen sie es halt gar nicht. Das finde ich, das hat man jetzt da gehört, dass das schon im Nachhinein noch bearbeitet wurde. Ich finde, entweder macht man das bei allen oder bei gar keinen. Sein Englisch war hier und da ein bisschen undeutlich, fand ich. Geil fand ich, wo er aus sich rauskam, wo er lauter wurde. Er hat es nicht so runtergelallt, sondern da hat er auch Power reingepackt. Und es war gut. Insgesamt hat er geil gesungen. Ja, wie gesagt, mit dem Manko vom Englischen. Und eine andere Story müssen die sich überlegen. Also ich weiß, die bauen immer um jeden Kandidaten so eine Storyline rum, aber dass er in der zweiten Mannschaft und in der ersten, in der Oberliga spielen wollte, das ist ein bisschen mau. Die wollten halt einen Übergang zur Musik machen. Warum machst du Musik? Ja, weil Fußball nicht geklappt hat. Aber Profibereich, naja. Nee, aber sorry. Hat er gut gesungen. Sympathischer Kerl. Trotz alledem. Naja, auch bescheiden. Und ja, deswegen fand ich cool. Da kommt eine ganze Menge rüber. Ich habe aber das Gefühl, das waren noch so 78% von deinem Potenzial. Ich glaube, wenn du dich richtig frei fühlst, frei singst und vielleicht wirklich vor deiner Freundin stehst und das dann so adressierst, dass das dann einfach nochmal ein bisschen besser kommt und dass deine Stütze auch noch ein bisschen besser funktioniert. Denn ich glaube, es geht noch ein bisschen besser. Okay. Also ich bin dabei. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte schon so ein bisschen Pipi in den Augen. Also ja, mich hat es wirklich sehr berührt. Ich finde das, meine Stimme ist immer noch so, oh mein Gott. Aber ich finde, du hast da so viel Leidenschaft reingelegt. Man hat dir das so abgekauft, dass du das liebst und dass es dich irgendwie aus einer schwierigen Situation gerettet hat. Und mich hat es total berührt. Vielen Dank, Dankeschön. Also die fängt gerade so an, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Gefällt mir ganz gut. Die fühlt wie wir. Ich fand's total scheiße. Ja, dass du eine goldene Uhr trägst.
weil ich stehe überhaupt nicht auf goldene Uhren bei Männern. Ja? Okay. Aber ansonsten bist du ein Schatz. Oh, Weil vielen Dank. du singst toll, du singst eine schwierige Nummer, klasse, du hast Gefühl, du hast Hauch, du hast alles, du siehst geil aus. Danke. Du bist für mich so ein Wunschkandidat. Also da stimmt so alles, ne? Und da kommt was rüber, deine Stimme ist prima. Vielen, vielen Also Dank. du kriegst von mir ein 3-faches Ja. Wow, vielen Dank. Dankeschön. Also ich bin Fan von dir. Santo, wo kommt das her, der Name? Aus Italien. Ich bin halb Italiener, halb Spanier. Italien, sicher. Ja, Santo kommt aus Italien. Nicht irgendwie was Südafrikanisches. Nee. Santo ist aus Italien. Da bin ich mir Ganz sicher. Ich bin mir selten sicher, aber da... Südafrikanisch, du meinst südamerikanisch. Also Santo hat ja mit Südafrika nichts zu tun. Santo ist ja, klingt so ein bisschen, könnte ja so Brasilien sein oder Argentinien. Also ich glaube, er meinte südamerikanisch. Oder bin ich doof? Bin ich mir sicher. Also ganz sicher. Ganz sicher. 100%. Das müssen wir irgendwie ändern, finde ich. Also ich mache jetzt was eventuell komisch ist. Und das kann er in der gesamten Staffel nur einmal machen. Nein. Aber ich möchte, dass du... Steht hier drauf. Italien? Nee. Nein, er schickt ihn mit seiner goldenen CD direkt in den Auslandsrecall nach Südafrika. Ach so, deswegen Südafrika. Alright. Weil der Recall, der Auslandsrecall in Südafrika war. Geht noch richtig viel. Ja? Also nicht faul werden. Nein, auf keinen Aber Fall. ich glaube, wir drei finden das schon gar nicht so schlecht. Ach du Scheiße. Ja? Dankeschön. Vielen Dank, wirklich. Danke Wow. dir. Dankeschön. Ich liebe euch. Super. Ich fand ihn richtig gut. Ja. Der war Richtig gut. Süß, die Familie und die Freundin da am Supporten. Also ich glaube, das war die Freundin. Sehr supportive. Kleiner Enrique Iglesias. Original. Damit überspringt Santo den Deutschland-Recall und ist als erster Kandidat bereits in der übernächsten Runde. Dankeschön, vielen Dank, wirklich. Ich habe ein Gefühl, ich träume. Ich danke euch für den schönen Applaus und für den Empfang. Vielen Dank. Ein wirklich ganz emotionaler Sänger. Tatsächlich merkt man, ich will den einfach sehen. Und das hat Oder war das seine Freundin? Oder die Mama? Ich kann ihr Alter nicht einschätzen. Ich bin aber auch echt schlecht im Alter schätzen. Keine Ahnung. ganz komisch irgendwie in mir hat gesagt, okay, komm, logisch, gleich mitnehmen, Südafrika, der muss dahin und sich da mal richtig beweisen. Ja, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Denkt daran, Merch-Shop noch abzuchecken in der Beschreibung. Hier ansonsten abonnieren. Hier ist mein Spotify. Hier sind 2 andere coole Videos. Checkt sie ab. Und dann bis morgen zu einem neuen Video. Bleibt gesund und munter und ciao.